Hallo liebe Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mögt ihr imposante Burgen und Schlösser ebenso wie fantasievolle Geschichten auf der Leinwand, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Wir besuchen heute Schloss Hartenfels im sächsischen Thurgau. Deutschlands größte, vollständig erhaltene Palastanlage der Frührenaissance. Mitte des 15. Jahrhunderts beschloss die ernestinische Linie der Wettiner, sich hier dauerhaft niederzulassen. 1484 begann man mit dem Bau ihrer neuen Hauptresidenz auf den Grundmauern einer mittelalterlichen Burg. Spätestens ab 1532 avancierte das Schloss zu einem der modernsten und imposantesten Europas, war Vorbild für zahlreiche bedeutende Bauwerke wie dem Berliner Stadtschloss und wurde zu einem der Zentren der politischen Reformationsbewegung. 1547 endete die Blütezeit abrupt, als Karl V., Mitglied des Hauses Habsburg und Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, der zunehmenden Erstarkung der Protestanten in Kursachsen einen Riegel vorschob. Die Ernestiner mussten sich nach der verlorenen Schlacht bei Mühlberg auf ihre Liegenschaften in Thüringen zurückziehen. Die konkurrierenden katholischen Albertiner übernahmen das Ruder, verlagerten ihren Sitz aber alsbald nach Dresden. Dennoch konnte Hartenfels seine Stellung als Residenz von Rang und Namen bis zum Ausbruch des Siebenjährigen Krieges behaupten. Von da an war das Nutzungsspektrum sehr breit gefächert und reichte von Kaserne bis Arbeits-, Zucht- und Waisenhaus. Das 18. und 19. Jahrhundert bescherte dem geschichtsträchtigen Ort vor allem den Verlust der Inneneinrichtungen durch Plünderer und eine bis heute prägende Veränderung der baulichen Substanz. Am 25. April 1945 hisste ein amerikanischer Unterleutnant eine provisorische US-Flagge am Flaschenturm. Kurz darauf kam es an der gesprengten Elbbrücke zum historischen Handschlag sowjetischer und amerikanischer Alliierter. Der Zweite Weltkrieg war hier nun offiziell vorbei. Thurgau und Schloss Hartenfels lagen alsbald auf dem Staatsgebiet der DDR. Deren volkseigenes Unternehmen Deutsche Film AG, kurz DEFA, entschied sich, den Renaissancepalast für eine ihrer bekanntesten Märchenverfilmungen als Außendrehort zu nutzen. Im Jahr 1971 erschien Dornröschen, basierend auf Grimms Märchen. Gedreht wurde das Werk unter den wachsamen Augen von Walter Beck, der bereits 1965 mit König Drosselbart einen großen Erfolg verbuchen konnte. Später avancierte er zu einem der führenden DDR-Regisseure für Kinder- und Märchenfilme. Blicken wir nun, während wir die wesentliche Handlung des Films vorstellen, auf einige interessante Hintergründe und Besonderheiten. Allen voran natürlich auf unsere Originalschauplätze. Das Reich des Königs ist in heller Aufregung, denn es gibt etwas zu feiern. Die Geburt seiner Tochter und Thronerbin Rosalinde. Emsig bereiten die Bediensteten ein großes Fest vor. Rascher, rascher! Beeilt euch, Leute! Es ist noch viel zu tun. Es soll ein Fest von besonderer Herrlichkeit werden. Unter anderem schmücken sie auch das Schlosstor. Und hier erleben wir gleich zu Beginn eine Überraschung. Der Zugang, der uns im weiteren Verlauf noch öfter begegnen wird, gehört nicht zu Schloss Hartenfels. Im Drehplan wurde an dieser Stelle die thüringische Stadt Schmalkalden vermerkt.
Vielleicht hatte man die prachtvollen Portale des hiesigen Schlosses Wilhelmsburg im Auge. Es deutet vieles darauf hin, dass man sich am Ende jedoch für eine frei gestaltete Kulisse entschieden hat. Beachtet dabei zum Beispiel dieses Standfoto, insbesondere den rechten Bildbereich. Wie es seit alters her guter Brauch ist, müssen bei einem solch wichtigen Ereignis auch die 13 Feen des Landes empfangen werden. Der Monarch bricht mit dieser Tradition. Aus, sagen wir mal, recht aristokratischen Gründen. Diese da wird nicht eingeladen. Sie hat nur den Fleiß zu vergeben. Ein sinnloses Geschenk für eine Prinzessin. Kommt her! Es werden nur 12 Einladungen verschickt. Nein! Und das überzählige Bild verschwindet aus der Galerie. Nur die erlauchtesten Gäste haben sich versammelt. Und auch die magischen Wesen treffen in abgespeckter Besetzung ein. Sämtliche Innenaufnahmen des Films entstanden in den DEFA-Studios in Potsdam-Babelsberg. In den Ateliers wurden aber keinesfalls ganze Räume aufgebaut. Die Schauspieler agieren mehr oder weniger immer nur vor einer Wand. Eine neue Szene, ein neu dekorierter Hintergrund. Der geschickte Schnitt und eine überaus sorgfältig gewählte Kameraposition lassen dabei das dreidimensionale Raumgefühl entstehen. Während der Zeremonie, in der jede Fee dem Mädchen ihren Segen ausspricht: Mein Wunsch für das Kind ist, es möge seinen Verstand entfalten. Durch alle Lebensalter möge es Klugheit und Urteilskraft nie verlieren. Immer da möge sein Wissen den Menschen ein Muster sein. Dieses Buch sei ein Zeichen für den Wunsch und die Hilfe für seine Erfüllung. Steht plötzlich die Verschmähte des Fleißes vor dem Tor, findet es aber zunächst verschlossen. Was willst du? Ich will zur Feier. Der König hat euch nicht eingeladen. Ehrwürdige Fee, ich darf euch nicht einlassen. Der König tut Unrecht. Macht euch nicht mitschuldig. Ihre überzeugenden Argumente verschaffen ihr letztendlich Zutritt. Und auch die Wachen im Innenhof können sie nicht aufhalten. Ins Schloss kommt niemand! Verehrte Fee, Befiehl ihnen, mir den Weg freizugeben. stürzt mich nicht ins Unglück. Im Hintergrund sehen wir den Schlossturm, der noch eine besondere Rolle spielen wird Willst du dich einer Fee in den Weg stellen? und dem wir uns gleich noch etwas ausführlicher widmen. Hast sie durch! Es kommt, wie es kommen muss. Einer handfesten verbalen Auseinandersetzung im Festsaal, Ungebetene Gäste werden nicht willkommen geheißen. Welchen eurer Gäste haltet ihr für ungebeten, König? Euch! Denn nur ihr seid gekommen, ohne dass eine Einladung mit euch ergangen wäre. folgt ein waschechter Fluch. Du dummer, unbelehrbarer König! So sei mein Wunsch dir eine Strafe! Die Königstochter soll sich in ihrem 15. Jahr an eine Spindel stechen und tot umfallen. Aber auch die Hoffnung auf einen glücklichen Ausgang der Geschichte. Statt meiner Gabe sei milde gegen den zornigen Spruch mein Wunsch. Es soll des Kindes Tod nicht werden, sondern nur ein Schlaf. Ein 100-jähriger, tiefer Schlaf. Die gekränkte Fee zieht sich mit ihrem Spinnrad zunächst in den Turm zurück. Dargestellt wird dieser vom Wendelstein, dem eigentlichen Wahrzeichen von Schloss Hartenfels. Er befindet sich im Innenhof, am sogenannten Johann-Friedrich-Flügel, benannt nach dem ernestinischen Fürsten Johann Friedrich I. Die fast 20 Meter hohe freitragende Wendeltreppe wurde von 1533 bis 1535 von 32 Steinmetzen und Bildhauern geschaffen.
Der König leitet umgehend Maßnahmen zum Schutz seiner Tochter ein und lässt den Turm abriegeln. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Bereits kurz nach den Dreharbeiten durfte der Wendelstein aufgrund von Statikproblemen über 30 Jahre lang nicht mehr betreten werden und ist erst seit 2003 nach umfangreichen Sanierungen wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Der kopflose Eifer des Monarchen geht aber noch weiter. Alle Spindeln des Landes werden eingesammelt. Was seine Untertanen davon halten, kann man sich freilich denken. Der König soll verflucht sein. Die Gras soll abgehauen werden. Wie grünes Kraut soll verwelken. Wie Spreu soll werden vor dem Wind. Der König soll vertilgt werden. Im Film treten einige der führenden DEFA-Schauspieler jener Zeit in kleinen Nebenrollen auf. Die Spinnerin wird beispielsweise von Agnes Kraus verkörpert. Und Jackie Schwarz mimt einen glücklosen Prinzen, der später bei dem Versuch scheitert, Dornröschen zu erwecken. Die Verlesung des königlichen Befehls fand nicht auf einer Treppe von Schloss Hartenfels statt. Es handelt sich hier um die Freitreppe der Alten Nationalgalerie auf der Berliner Museumsinsel. Im Hintergrund das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms IV. Ob der Platz, auf dem das Raubgut zusammengetragen wurde, real oder nur eine Inszenierung auf dem Studiogelände ist, lässt sich nur schwer sagen. Im Drehplan wurde er jedenfalls als Dekoration bezeichnet, für die sich Walter Beck eine Verzierung mit Ornamenten erbeten hat. Im Innenhof des Torgauer Schlosses geht das Rückgrat der Wirtschaft und damit der Wohlstand des Landes in Flammen auf, obwohl selbst die Königin ernste Zweifel an der Richtigkeit des Handelns äußert. Wir sollten besonnen handeln. Auf diesem Scheiterhaufen wird die Wohlfahrt des Landes in Rauch aufgehen. Sein mentales Gewäsch, hier retten wir uns ein Kind. Wirf! Ebenso stetig wie Wasser einen Bach entlang fließt, vergehen auch die Jahre. Die dramatischen Ereignisse sind fast vergessen. Diese Aufnahmen könnten im Volkspark Berlin-Friedrichshain gedreht worden sein, unweit des gleichnamigen Krankenhauses. Und es gibt auch wieder etwas zu feiern. Den 15. Geburtstag der Prinzessin, die von der Schauspielerin Juliane Koren verkörpert wird. Inzwischen ist euch sicher aufgefallen, dass die Menge an Originalschauplätzen in Dornröschen mehr oder weniger überschaubar ist und ein Großteil des Films in den Hallen von Babelsberg entstand. Dafür gibt es mehrere Gründe. Einmal wäre das sicher die Kostenfrage. Außenaufnahmen sind um einiges teurer als Studioarbeit. Außerdem hatte sich Beck ganz der Berechenbarkeit des Atelierfilms verschrieben und wollte unabhängig von der Willkür der Natur und des Wetters sein. Begonnen wird der Freudentag mit einem Jagdausflug. Der König und seine Gäste verlassen zunächst das Schloss. Das junge Mädchen zieht es während der Abwesenheit der Eltern immer wieder zu dem verbotenen Turm. Am Ende siegt die Neugier. Die Barrikade öffnet sich wie von Zauberhand und die Königstochter steigt die Stufen empor. Im Turmzimmer wartet bereits die Fee an ihrem Spinnrad auf sie, die sich jedoch nicht zu erkennen gibt. Interessiert möchte Rosalinde das fremde Handwerk erlernen und sticht sich beim Auswechseln der Spindel in den Finger. Die Prophezeiung erfüllt sich. Das Mädchen fällt in einen 100-jährigen Schlaf. Es ist der Frevel deines Vaters, der dich trifft. Und nach der Rückkehr des Hofstaates alle mit ihr. Nur ein Königssohn mit reinem Herzen vermag sie wieder zu erwecken. Wer aber hier nur Macht sucht oder Reichtum, der soll scheitern. Kein Unwürdiger soll die Hecke durchdringen, die nun wachsen wird.
Das Schloss wird fortan von diesem undurchdringlichen Dornenwall umgeben. Noch einmal gehen viele Jahre ins Land. Zahlreiche Prinzen haben in dieser Zeit versucht, im Dornröschenschloss ihr Glück zu finden, sind aber an ihren ehrlosen Motiven und der Hecke gescheitert. Die reichen Schätze sind hinter den Dornen so versteckt, als lägen sie auf dem Grunde des Meeres. Bei der Kostümwahl legten die Filmemacher großen Wert darauf, dass dieser lange Zeitraum für die Zuschauer auch wirklich vergangen war. Mutet der König noch wie ein Abbild August des Starken an, also einer Persönlichkeit des späten 17., frühen 18. Jahrhunderts, zeigt die Kleidung später deutliche Merkmale der nächsten Epoche. Und dann, endlich, nach 100 Jahren erweist sich ein Königssohn namens Ferdinand als würdig, nachdem ihn die Fee auf die Probe gestellt hat. Du hast alle meiner reichen Gaben verschmäht. Ich kann dir nur noch einen einzigen Wunsch erfüllen. Zeig mir den Weg zum Dornröschenschloss. Bitte. Die 13. Fee des Fleißes wird von Vera Ölschlegel gespielt. An ihrer Rolle zeigt sich einer der wesentlichsten Unterschiede des Films zum geschriebenen Märchen, von denen es insgesamt nur wenige gibt. Regisseur Beck hat sich genauer an Grimms Vorlage gehalten als die meisten zuvor. Wird die Fee im Buch als durch und durch böse beschrieben, ist sie hier eher zornig, als Resultat der persönlichen Kränkung, für die Herabwürdigung ihrer Gabe, und hat durchaus auch ein Herz zu verzeihen. Geprüft hat sie den jungen Prinzen übrigens im Steinbruch Nesselgrund, unweit von Schnellbach. Der Ortsteil der Gemeinde Floh-Seligenthal liegt im Thüringer Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Nach der langen und beschwerlichen Reise erreicht Ferdinand das Schloss. Ohne weiteres wird ihm der Zugang gewährt. Er findet die Prinzessin im Turm und kann sie mit einem Kuss erwecken. Auch die übrigen Bewohner beenden ihr ausgedehntes Schläfchen. Die blauen Vorhänge im Wendelstein gehören übrigens nicht zur Standardausstattung und wurden eigens für den Film angebracht. Ebenso angestaubt wie sein Gesicht ist nach wie vor die Einstellung des Königs. Vom neuen Schwiegersohn in Spee ist er wenig begeistert. Ich werde meine Tochter nur einem Manne vermählen, der ebenso reich und mächtig ist wie ich. Gott sei Dank ist unsere Fee zur Stelle, um ein paar Dinge ins rechte Licht zu rücken. Du warst einmal reich und mächtig. Seitdem sind 100 Jahre vergangen. Niemand im Land wird dich noch als König anerkennen. Das Volk lebt in Elend, seitdem du die Spindeln verbrennen ließest. Das Land hat nun ein neues Herrscherpaar. Der Wohlstand wird nach der Rückkehr des Spinnerhandwerkes wieder Einzug halten. Und sie lebten glücklich und fleißig bis ans Ende ihrer Tage.